Die Erdanziehungskraft ist überwunden, alles läuft perfekt. Schon seit Stunden wissenschaftliche Experimente. Was einen guten Song ausmacht, ist, dass jedes Element komponiert ist. Dass nicht durch Sweeps und Swaps und irgendwas überspielt wird, sondern ist alles komponiert. Und da lege ich bei meinen Songs immer großen Wert drauf. Also jeder Teil hat seine eigene Geschichte. Ja. Ne? Da musst du zur Gitarre gleich. Ja, genau. Danke, Entschuldigung. Und das mit der Linie. Also, das verzahnt sich. Ja. Gründlich durchgecheckt, steht sie da und wartet auf den Start. Alles klar, Experten streiten sich um ein paar Daten. Die Crew hat dann noch ein paar Fragen, doch der Countdown läuft. Dann habe ich damals mit einem Freund von mir, der Gitarrist ist von einer Heavy-Metal-Band, zu Hause in meinem Einzimmer-Apartment aufgenommen. Und der Gag war folgender: Wir durften nicht laut machen, weil es war ein Einzimmer-Apartment und die Wände waren papierdünn. Dann haben wir die Gitarre so leis gemacht. So leis. Und das hat diesen ganz speziellen Sound gemacht. Diesen ganz speziellen Sound. Aber dann sind wir ins Studio gegangen und haben gemäß des Naturells, ne, wenn man einen Marshall hat, will man ihn auch hören, haben laut gemacht. Ja. Und der ganze Charme war weg. Ja. Der ganze Charme war weg, es war alles weg. Und dann haben wir es wieder ganz leise gemacht und das sind dann die Aufnahmen. Dann hebt er ab und völlig losgelöst von der Erde steht das Raumschiff völlig schwerelos. Weltall ist von Kind an schon irgendwie ein Faszinosium für mich. Ich finde das Wort losgelöst auch so irgendwie spannend. Losgelöst hat bis zu dem Zeitpunkt ja niemand gesungen, danach auch nicht mehr. Das Gefühl der Schwerelosigkeit, das ist, wenn man sich da reindenkt, ist ja meditativ. Und diese Leere, dieser Wunsch nach dieser Ruhe, ja, war immer in mir drin. Ne? Und der ist da offensichtlich hier aus mir rausgeplatzt in Form dieser Geschichte auch. Im Kontrollzentrum, da wird man panisch, der Kurs der Kapsel, der stimmt ja gar nicht. Hallo Mensch, Herr Tom, können Sie hören, wollen Sie das Projekt den Zoll zerstören? Doch, er kann nichts hören. Er schwebt weiter, völlig losgelöst von der Erde, schwebt das Raumschiff völlig schwerelos. Als der Song dann rauskam, der lief im Radio und die Leute haben den Sender kaputt telefoniert. Richtig spannend wird es dann in Amerika. Ladies and gentlemen, Mr. Peter Schilling. Das ganze Album Fehler im System wurde dann auf Englisch gemacht und da ging es dann auch los. Standing there alone, the ship is waiting, all systems are go. Are you sure? Control is not convinced, but the computer has the evidence. No need to abort. The countdown starts. Ja, also ich war mehr in der Luft als auf dem Boden. Dann kam ja die Welt, Japan und so weiter. Südostasien. Und wenn du im Dezember 1982 von 800 Mark lebst, ne, und ein Jahr später findest du dich in New York wieder und wechselst das Studio mit der Police ab, dass ein Andy Summers auf mich zukommt und mich fragte, ich zitiere, "How you made this fucking guitar sound?" Ne? Und findest dich urplötzlich mit Lindsey Buckingham von Fleetwood Mac in dessen Garage in Los Angeles. Das sind Sachen, die in der Geschwindigkeit, die verstehst du nicht. 4, 3, 2, 1. Earth below us, drifting, falling, floating, weightless, calling. Und dann hat es mich umgehauen. Schlicht einfach körperlich ging es nicht mehr. Ich war platt. Ich war psychisch ausgelaugt, körperlich ausgelaugt, kreativ ausgelaugt. Tja, und dann bin ich nach New York geflogen zu meinem damaligen Plattenboss von Elektra und habe ihn gebeten, alle Verträge zu canceln. Weil ich nicht mehr, und ich bin schon reingekommen. Ich habe damals noch 54 Kilo gewogen. Also,
Bin reingekommen, dann hat Bob sofort gesehen, was da los ist. Und entgegen der üblichen Markt- und Branchenmechanismen ist er meinem Wunsch gefolgt und hat gesagt, okay, mit dem wunderbaren Satz Madison Square Garden was an Option. Wie lange haben Sie gebraucht, um wieder Musik zu machen? 12 Jahre. Ich habe dann in den 90er Jahren sehr, sehr viel über mich selber gelernt, den Erfolg verarbeiten können in aller Ruhe. Ich konnte es mir Gott sei Dank erlauben, wirtschaftlich, und habe da sehr, sehr viele Weichen für mich und für mein dann zukünftiges Leben gestellt. Und ich muss sagen, ich habe das genau richtig gemacht. Ja. Aus heutiger Sicht, das war genau richtig. Besser konnte ich es für mein Leben und für mich nicht mehr.